Was sind für erhöhte UV-Belastung verantwortliche Faktoren? Zum einen sind es natürlich vermehrte Outdoor-Aktivitäten, also ein verändertes Freizeitverhalten, zunehmende Urlaube in sonnenreichen Regionen. Auch das ist beliebter geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Eine Änderung des Bekleidungsstiles im Laufe der Jahrzehnte. Die erhöhte Lebenserwartung im Allgemeinen natürlich auch, die dazu führt, dass einfach im Laufe des Lebens mehr UV-Licht oder das UV-Licht mehr Zeit hat, auf die Haut einwirken zu können. Und die Ozondepletion in der Atmosphäre, das Ozonloch, was einfach dazu führt, dass mehr UV-Strahlung auf der Erde ankommt und damit auch auf der Haut. Positive Effekte sind eine Stärkung des Immunsystems. Negative Effekte können dann halt auch wiederum eine Schwächung des Immunsystems sein. Das nutzen wir dann zum Teil therapeutisch bei bestimmten chronischen Hauterkrankungen, wie zum Beispiel der Schuppenflechte oder der Neurodermitis. Zu den negativen Effekten möchte ich vor allem natürlich die Hautkrebsentstehung hervorheben. Es kann zu Binde- und Hornhautentzündungen kommen, es kann zu Linsentrübungen kommen, also zu Schäden an den Augen im Allgemeinen, zu Photosensitivität und Photoallergien. Die vorzeitige Hautalterung ist sicherlich weniger ein medizinisches Problem, aber durchaus kosmetisch. Ein kosmetisches Problem, wie man hier auf diesem Plakat für Sonnenschutzmittel in Australien sehen kann. Sonnenbrand ist natürlich ein negativer Faktor oder Effektor von Sonnenlicht, und Pigmentierung wird von dem einen Patienten oder von dem einen Menschen als angenehm, von dem anderen wieder als nicht so angenehm empfunden. Also deswegen steht das hier auch in der Mitte. Was sind Schutzmechanismen der gesunden Haut vor Schäden der Erbsubstanz? Das ist einmal die Pigmentierung an und für sich. Je mehr Licht einwirkt, desto mehr Pigment wird gebildet. Dieses Pigment ist ja am Ende ein Schutzfaktor für die Haut. Es kommt also nicht so viel, es dringt nicht so viel Licht in die Tiefe. Dann ist ein Sonnenbrand auch im gewissen Maße eine Schutzreaktion. Zum einen ist es ein Aufschrei der Haut, dass sie zu viel hatte. Es tut weh, man geht freiwillig aus der Sonne. Und zum anderen setzt dieser Mechanismus der Entzündung, es ist am Ende ja eine Entzündung der Haut, bestimmte Mechanismen in Gang, die dazu führen, dass die Hautzellen sich versuchen zu reparieren oder im Zweifel, wenn sie zu sehr geschädigt sind, absterben, also eine programmierte Selbstzerstörung einleiten. Das funktioniert meistens, aber nicht immer, und das ist dann unter anderem ein Faktor, der zur Entstehung von Hautkrebs führt. Sind die weißen Hautkrebse, das sogenannte Basalzellkarzinom und das sogenannte Plattenepithelkarzinom, und dann gibt es den schwarzen Hautkrebs oder das maligne Melanom. Seltenere Hautkrebsarten, auf die gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht ein, sind zum Beispiel das Merkelzellkarzinom, das Lymphom oder das Sarkom, können teilweise auch durch Sonnenlicht induziert bzw. begünstigt werden.